Hallo, ich bin Katrin Finke und heiße euch herzlich willkommen zu unserer Werkstatt für gutes und verständliches Schreiben. Ina Weinrautner und ich sind Journalistinnen und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit der Cultures Academy am Start sein dürfen. Ihr bekommt jetzt einen kleinen Überblick darüber, was ihr von Klartext und von unseren Schreibworkshops erwarten dürft. Ja, vielen Dank, Katrin. Dann lege ich gleich los. Kommunikationsaktivitäten, Hiatus, Legitimationsdefizite. Was für eine Zumutung. Texte gespickt mit Fachjargon kennen wir alle. Auch verschwurbelte Behördenbriefe, Bandwurmsätze ohne Ende oder einfach nur Mails, die nicht auf den Punkt kommen wollen. Unverständliche Sachtexte sind eigentlich überall und sie nerven. Aber ganz so einfach ist es mit dem Schreiben halt auch nicht. Denn auch das kennt jeder und jede von uns. Man sitzt ewig vor dem Computer und es läuft einfach nichts. Die Frage ist, wie bekomme ich meine guten Ideen vom Kopf aufs Papier? Und genau dabei wollen wir euch mit unserer Schreibwerkstatt Klartext helfen. Als Journalistin ist mir schnell klar geworden, kein Mensch muss meine Texte lesen. Die Aufgabe ist, dass ich meine Texte so schreibe, dass sie auch gelesen werden wollen. Dass ich sie so schreibe, dass ich den Leser dazu verführe, dass er sie lesen möchte. Unter Klartext verstehen wir genau das. Texte, die so gut geschrieben sind, dass man sie gerne liest. Das heißt, inhaltlich interessant, klar formuliert, gut strukturiert und ansprechend und verständlich formuliert. Ina und ich bieten unsere Schreibwerkstatt seit 2012 für das Auswärtige Amt an. Hier seht ihr eine der Seminarrunden in den Räumen an der Kurstraße. Wir beide waren vorher schon jahrelang als Praktikerinnen unterwegs in der Pressearbeit und im Journalismus. Ich selbst habe nach einem Amerikanistikstudium ein Redaktionsvolontariat beim Berliner Kurier gemacht, das heißt mein Handwerk beim Boulevard gelernt. Als Brandenburg-Korrespondentin habe ich dort noch einige Jahre gearbeitet und das war wirklich eine sehr gute Schule, denn dort lernt man, sich kurz zu fassen und die Dinge prägnant auf den Punkt zu bringen. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben, sogar einen Bestseller und nach einem Auslandsposten dann als Journalistin freigearbeitet für diverse Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem für Interna A, wo Ina und ich uns dann kennengelernt haben. Eine weitere Station war bei der Europäischen Bewegung, eine NGO, für die ich Online-Redaktion gemacht habe und Social Media und auch Pressearbeit. Mittlerweile bin ich in Bukarest als DMA an der Botschaft, aber natürlich schreibe ich immer noch, denn ich habe angefangen zu bloggen über Rumänien und ich mache das Lektorat für eine Europazeitschrift. Also ihr seht, einiges an Handwerkszeug, von dem ihr profitieren könnt. Ich habe eigentlich die ganze Bandbreite journalistischen Arbeitens kennengelernt. Als Kunstkritikerin für Handelsblatt und Welt habe ich vor allem selbst geschrieben. Das waren Ausstellungskritiken, Auktionsberichte, Galerienrundgänge. Dann habe ich quasi die Seiten gewechselt. Als Pressereferentin im Europäischen Parlament und im Bundestag ging es darum, für meine Journalistenkolleginnen und Kollegen Informationen gut aufzubereiten, dass die damit arbeiten können. Dann später als Redakteurin, unter anderem für Interna A, war meine Aufgabe, mich mit Texten anderer zu beschäftigen, sie kritisch abzuklopfen, zu hinterfragen, auf die Lesbarkeit, zu kürzen, zu strukturieren und auch auf die Rechtschreibung abzuklopfen. Denn, das muss ich dazu sagen, auch für den Duden habe ich gearbeitet als Korrekturleserin. Das heißt, ich sehe Rechtschreibfehler und ich spreche sie auch an. Schaut euch dieses Bild an, die Erde von oben, und stellt euch vor, all diese wunderbaren Partnerinnen und Partner da draußen. Ständig erfinden sie sich neu, passen sich an, orientieren sich und haben ganz viel zu erzählen.
Warum sollte man sich möglichst leicht tun mit dem Schreiben als Mitausreisender oder Mitausreisende? Ganz einfach, weil ihr immer wieder schreiben müsst. Egal, ob es eine Bewerbung ist oder ein Elternrundbrief oder ob ihr ein Projekt bewerben wollt. Ihr müsst immer wieder schriftlich was von euch geben. Und wenn einem das nicht so schwer fällt, dann ist das Leben wieder ein Stück leichter geworden. Bei der Zeitung hieß es immer, wer schreibt, der bleibt. Und da ist was dran. Wer gut und gerne schreibt, dem eröffnet sich eine ganz neue Welt. Wir alle müssen uns ständig auf neue Realitäten einstellen. Wir ziehen ja auch dauernd um. Alle paar Jahre neues Umfeld, neue Freunde, neuer Job, neue Kultur. Das ist alles nicht so leicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, diese Umbrüche zu verarbeiten, wenn man es schriftlich tut. Ganz abgesehen davon, dass es sicherlich Anlässe gibt, am neuen Ort auch gute Sachtexte zu schreiben. Und sei es nur für das neue ehrenamtliche Projekt, wo ihr euch engagiert und für das ihr vielleicht ein kleines Flugblatt entwerfen sollt. All diese Schreibaufgaben können für manche überwältigend sein. Aber habt keine Angst. Es ist alles nicht so schwierig, wie man denkt. Denn Schreiben ist kein Hexenwerk. Schreiben ist ein Handwerk und wir werden euch zeigen, wie es geht. Und wir möchten euch ermutigen, euch mit dem Schreiben zu beschäftigen. Denn ihr werdet sehen, es ist auch ein tolles Hobby. Unsere Schreibwerkstatt haben wir Klartext genannt, denn darum geht es auch. Unser Angebot an euch ist, mit euch zu üben, ansprechende und verständliche Gebrauchstexte zu schreiben. Was wir euch nicht bieten können, sind die 5, 10 oder 20 goldenen Regeln, die man nur auswendig lernen muss und einem Text überstülpt und alles wird gut. Von einem Einheitsstil halten wir nichts. Denn anders als in der Mathematik gibt es beim Schreiben kein richtig oder falsch. Es gibt aber schon ein besser oder schlechter. Und dafür haben wir unser Klartextraster entwickelt. Wir geben euch also kein starres Regelwerk an die Hand, sondern ein offenes System, mit dem ihr selbstständig und individuell weiterarbeiten könnt. Ein bisschen funktioniert es wie diese Werkzeugkiste hier oben. Je nachdem, was ihr schreiben wollt, sucht ihr euch das passende Anschlussmodul heraus. Einfache Grundfragen helfen oft bereits weiter. Was will ich sagen? Wem will ich es sagen? Und häufig kommt daraus schon die Antwort, wie will ich es sagen? Schreiben ist viel weniger Genie, sondern vor allem Handwerk. Und das kann man lernen, indem man sich bestimmte Schritte bewusst macht. Und vor allem muss man üben. Was erwartet euch bei Klartext? Ina und ich sind Praktikerinnen und auch die Schreibwerkstatt hat sich aus dem journalistischen Alltag entwickelt. Deshalb werden wir euch Schritt für Schritt ganz praktisch ans Schreiben heranführen. Zur Einführung bekommt ihr ein paar theoretische Grundlagen und lernt dann, wie unser Klartextraster funktioniert. Danach geht es ans Schreiben und Texte verbessern in 3 Schritten. Erstens, finde den Fehler. Ich sage nur Bandwurmsätze, Floskeln, Füllwörter. Ihr werdet sehen. Schritt 2 ist besser machen. Texte besser machen. Ihr werdet sehen, es sind manchmal wirklich nur Kleinigkeiten. Und dann Schritt 3, selber machen. Ihr werdet sehr viel selber schreiben und dazu Feedback von uns bekommen. Wer sollte bei Klartext mitmachen? Alle, die schöne, interessante, leserfreundliche, verständliche Sachtexte auf Deutsch schreiben möchten. Und für wen ist Klartext? Nur für Muttersprachler? Nein. Wir machen Klartext zwar auf Deutsch, aber das heißt nicht, dass ihr nicht mit Deutsch als Fremdsprache teilnehmen könnt. Um den besten Gewinn aus dem Seminar zu ziehen, solltet ihr allerdings ein Niveau von, naja, ich sag mal B2 bis C1 haben. Aber wir können drüber reden. Meldet euch einfach bei uns. Der Vorteil, den wir mit Ausreisenden, mit unserem Wanderleben haben, ist, wir haben Geschichten zu erzählen. Wir erleben tolle, wir erleben manchmal unglaubliche Dinge.
Wir bereisen Länder, wir sehen Idyllen und wir erleben auch manchmal weniger schöne Dinge. Ihr habt so viele Dinge zu erzählen, so viele Geschichten zu erzählen und wir möchten euch helfen, einen Weg zu finden, wie ihr sie erzählen könnt. Und zwar, wie ihr sie so ansprechend erzählen könnt, dass ihr Leser findet, dass ihr ein Publikum findet. Wir glauben, dass gerade für uns mit Ausreisende online eine große Chance ist, denn dadurch können wir ortsunabhängig zusammenkommen. Wir glauben, dass gutes Schreiben auch für uns enorm wichtig ist, denn Schreiben hilft, Gedanken zu sortieren, Gefühle einzuordnen, Dinge, die mit jedem Umzug vielleicht ein bisschen ins Rutschen gekommen sind, neu zu strukturieren. Schreiben heißt, Dinge auf den Punkt bringen. Schreiben heißt auch, sich nach außen zu öffnen, an ein Publikum zu wenden. Insofern ist gutes Schreiben sicherlich für alle wichtig, aber ich glaube, für uns mit Ausreisende bietet es vielleicht eine besondere Chance. So, jetzt hoffen wir, dass ihr richtig Lust auf Klartext bekommen habt.